Österreich hat ein seit langem bestehendes Waldgesetz, das Nachhaltigkeit garantiert. Der Begriff Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft selbst und wird definiert als mehr Zuwachs als Einschlag. Um jedoch den jährlichen Bedarf an Rundholz zu decken, muss Holz auf dem europäischen und internationalen Markt beschafft werden. Dies birgt die Gefahr, illegal abgeholzte Produkte auf den europäischen Markt zu bringen. Die EU-Holzhandelsverordnung, kurz EUTR, versucht dies zu bekämpfen. Illegalität wird nicht nur als Abholzung gefährdeter Baumarten definiert, sondern auch als Verstoß gegen nationale Forstgesetze. Wie wird sich das Thema der Rückverfolgbarkeit von Holz in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Welche Faktoren spielen bei der Entwicklung eine Rolle? Im Rahmen des Projekts DESIRA haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie sich diese Thematik bis zum Jahr 2031 entwickeln wird. Dieser Clip beschreibt ein Nachhaltigkeitsszenario für das Jahr 2031. Der Kern dieses Szenarios ist ein nachhaltiger Umgang mit der Natur, der sich positiv auf die Frage der Rückverfolgbarkeit von Holz auswirkt. In unserer heutigen Gesellschaft ist die Frage nach der Herkunft von Lebensmitteln wichtiger als die nach der Herkunft unseres Holzes. In dem beschriebenen Szenario jedoch ist die Herkunft von Lebensmitteln und Holz für den Verbraucher gleichermaßen wichtig. Dies wird dadurch verstärkt, dass, ähnlich wie zum Beispiel bei Fischprodukten, mehrere Zertifikate für Holz vorhanden sind. Parallel dazu entwickelt sich die Nachfrage. Auch bei der Produktion wird auf Nachhaltigkeit geachtet, so dass nicht mehr entnommen wird als nachwächst. Aber nicht nur der Verbrauch von Holz ist ein Thema, sondern auch der Erhalt von Wald und Natur. Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Das wiederum wirkt sich positiv auf die Natur aus. Der Rückgang der Artenvielfalt ist rückläufig. Auch auf politischer Ebene rückt der Wald mehr in den Mittelpunkt. Die Wälder erhalten mehr Aufmerksamkeit, und ihr Potenzial zur Begrenzung des Klimawandels wird erkannt und gefördert. Der allgemeine Fokus auf Nachhaltigkeit lässt sich auch daran erkennen, dass politische Parteien mit einer grünen Agenda vermehrt in der Regierung sind. Das letzte wesentliche Element ist die Entwicklung der Technologie. Sie hat einen positiven Rückkopplungseffekt. Sie wird von politischer Seite gefördert und ist für die Natur und die Wirtschaftstätigkeit von Vorteil. Neue Industrien entwickeln sich auf der Grundlage neuer technologischer Entwicklungen. Die weitere Entwicklung geht Hand in Hand mit der Open Data Initiative. Das Konzept wird für die Holzindustrie immer wichtiger, zahlreiche private und öffentliche Institutionen beteiligen sich und profitieren davon.